wie frei uns waren, dass du hast angeschaut. Dankeschön, dass wir waren, da wir mit arbeiten, waren ein bisschen mitteilen, was Gott uns gegeben hat von dir für diese 12 oder 13 Minuten. Ich freue mich sehr, dass du und ich von dir gelernt haben, nach einem modernen Länder, wo immer du und ich wohnen können, dass wir uns anspornen, Jesus not zu folgen. Er ist ein großer Gott, er ist ein schmucker Gott, er hat uns sehr fern gemacht. Er leitet uns, er läuft uns so sehr. Jesus liebt uns so sehr, dass er auf diese Erde kam. Und dann ging er unter Kreuz, dann starb er für deine und meine Sinn, sodass du und ich können gerettet werden. Wow. Ist das nicht fein, dass er dort für uns getan hat? So dass wir niemals mehr brauchen wollen, dass Gott uns allein lässt. Wenn wir sterben, wir leben für ihn. Als ich angehen mit dem Programm, möchte ich die weiter anspornen. Und ich klicke an dem Knopf, wenn die dort zu sein ist, wir würden uns sehr freuen, wenn wir brauchen, dass ihr uns unterstützt. Wir möchten ihnen auch fragen, dass ihr für uns beten. Das hat also viel gesagt, da brauchen wir das Neidigste. Wir brauchen ihnen Gebete. Dankeschön, dass ihr das wollt. Wir bedanken uns auch sehr dafür, dass du hast diesen Video angeschaut und dass du dir auch vielleicht auch andere Menschen mitteilen, vielleicht sind in die nicht heute sind, vielleicht Jugendliche, das würde uns sehr freuen. Von der möchte ich Ihnen auch vertellen, ein bisschen über Musik. Musik in Movies. Nou, den Trouble haben wir rein alle. Ich glaube, wir müssen sehr abpassen, was für eine Strecke Movies wir uns angucken. Wir sollen abpassen, dass wir den Satan nicht in unserem Höchsten bringen mit den Movies. Die Jugendliche, ich will Ihnen aber nicht hier von einer Kant oder andere eben Kopf holen damit. Wir haben auch 2 Jungs. Und die haben auch Videos gekriegt, wo ich nicht will, dass ich kicken soll. Und ich mir sicher, dass vielleicht dann waren auch wahrer. Ich hoffe nicht. Aber ich sehe auch nicht der Rechter. Ich muss dann doch bloß fair leben, weil Gott möchte, dass wir leben sollen. Der Satan hat so sehr viel weh, was er uns versucht zu greifen. Hör mal, die Welt hat all. Der Satan hat die Welt all. Nu will uns auch noch haben. Weil wir doch nicht mit seinen Movies im Husten anbringen lassen. Musik ist auch sehr interessant. Wir können allerhand mit unserem Leben tun. Wir können auch nie sagen, zu sagen, was in uns Husten ankommt. Nu, ich will gar nicht sagen, dass du nicht so ein Fan in Movie kicken. Ich meine, warum darfst du nicht mal ein Fan in Movie kicken von Landschaften, was Gott uns gemerkt hat, oder ein Dokumentary, ein Dokumentar, was passiert ist, weil Jesus vielleicht einen hat, das Leben verändert. Oder so eine Videos aus das, was wir hier merken. Da sind hunderte andere, was so eine Videos merken, als wir hier merken. Wir beten immer. Und wie diese Videos merken, dass wir hier kein bloß dumme Zeug hier verbringen. Wir sind hier, um uns anzuspornen, unseren König, unseren König im Himmel zu loben und zu preisen, in ihm zu dienen, in uns anzuspornen, ihm not zu folgen. Weißt du, da sind so viele sehr schlechte Filme, Movies, die sollen wir niemals kicken. Weißt du, der Satan kommt dann immer ganz langsam, das ist doch gar so schlecht. Ich las hier eine Geschichte, und ich weiß nicht, wie ein kleines Blattje. Und das ist ein Blattje. Ich las dort, und ich will aber sehr, dass wir sehr interessant dort zu sein. Das hat er gesagt, er sagt, zu Jugendlichen, seine Kinder, er sagt, Kinder, warum der über so einen Film aus dort kicken, so ein Movie? Die Kinder gesagt haben, Pa, Mom, will ihr nicht mit uns diesen Movie kicken von dir? Der ist PG-rated, PG-13. Das meint, das ist nicht so schlecht. Das ist ein bisschen schlecht, aber nicht sehr schlecht. Dann sagt der Vater zu den Kindern, na, was wird in den Movies sein? War es da einem Deutschseite? Oh ja, der war ein paar, wo sie da abspringen. Aber das ist nicht viel. War sie dort Pflege? Oh, Pa und Ma. Der wurde vielleicht 1-2 Mal Pflege, aber an diesem Movie ist er bloß ein paar Mal im Bett. Nicht so, ja, bloß im Bett. Ein paar Mal war es im Bett Pflege. Okay, sagt der Vater. War sie Gott seinen Namen missbrauchen?
waar ze Gott zijn naam door een beetje verspateren. Of zei ze, dat lijkt precies toch eenmaal bloß een kleine beetje. Maar die meinen dat Gott schlecht om het. Gott zegt de vader, hij zegt, ik geloof dat het niet goed man, wie zo wat als dat zitten doen. Nu, wir hier mal terhorchen, das ist ein Video. Ich will dich nicht mit dem Fuß auf dem Kopf wenn du ein Movie kicken das, okay? Ich persönlich, ich lege nicht so eine Movies zu kicken. Und ich versuche auch weg zu bleiben davon. Wegen ich glaube, das ist sehr gefährlich, dass wir so eine Sache als dort ja sagen in unserem Haus. Ein kleines bisschen sind, ein kleines bisschen, das ist okay, wir können das verderben. Wir müssen abpassen als wahre geborene Christen, dass uns Leben, dass uns Körper ein Tempel für Jesus ist. Dass wir ein Tempel sind für ihn, dass wir ein Licht sind in dieser Welt, okay? So, was passiert, den zu oberst, da habe ich mal gut her. Das Vater hat Kake gebackt, Kukjes. Vielleicht meine nicht die Kuke, ich weiß nicht. Der Vater hat Kuke gebackt. Und dann sagte er zu den Kindern, ich habe von der sehr feinen Chocolate Kuke gebackt. Und ich habe da sehr fein, ich habe da Zuckerbeeren, das ist alle an Beeren. Und er sagte, Vater, das sind die beste Kuke, was ich glaube ich jemals gemerkt habe. Aber er sagt, das ist ein kleines bisschen, die Kinder fräsen sehr zu der Kuke. Oh, was den zu auskriegt, wo sie wollen den Movie kicken, hat der Vater dann eine Kuke gemacht. Dann sagt er, weil wir doch mal alle als Familie diese Kuke eten. Und die Kinder wieder sehr froh, dass die können eten. Dann sagt der Vater, er hat eine Zuckerbeeren, er hat eine Chocolatebeeren, er hat einen sehr Geschmack gemacht. Eine Uitnahme, er hat ein bisschen, bloß ein kleines bisschen Hunjs Kake in der Küche. Zei die Kinder, Vater und Ma, wieso wollen die Hunjs Kake in der Küche haben? Sagt der Vater, Kinder, das ist bloß ein kleines bisschen Hunjs Kake in dem Deeg gerät. Nicht viel, bloß ein kleines bisschen, wo ich nicht mal schmecke. Dann zei die Kinder, Ma und Pa, wir wollen niemals Kake eten mit Hunjs Kake. Dann sagt der Vater, Kinder, du hast mal ein ganz kleines bisschen Hunjs Kake. Das will ich euch schmecken. Das ist viel Schokolade und Zuckerbeeren. Das sind feine Kuchen. Nur sagt die Kinder, nicht. Da schmeckt wir nicht mal von. Da bietet wir nicht mal nennen. Oh, sagt der Vater, wir reden jetzt doch über den Film, nicht so? Je seht der Film, ihr sehr Schmuck. Da wir feine Sachen wie in dem Film sind. Sehr feine Sachen. Und dann vroeg ik je, als doen ze nog mensen doodschijten, doen ze mensen kweel, alles een kleine beetje, doen ze dat vleetje, je ziet er bloß een kleine beetje, doen ze Gott zijn naam door misbroken, dan zie je vielleicht einmal een kleine beetje. Dan zegt de Vater, wenn dort een kleine beetje schlecht is, dit als reinkrijgt is dit met deze Küche. Jesus zegt, een kleine beetje heeft, der den ganzen Deeg zuur maken. Klein beetje zuren heeft, der den ganzen Deeg zuur maken. So, ans Körper heet Jesus. Wenn wir ein kleines bisschen sind, dulden in unserem Leben, dann wo wir ganz zuur davon, dann wo wir ganz voll sind. Dort kleine bisschen sind, ist nicht gut. Wenn du ein Specher, die ein so ein Specher das, der tät die weh, das ist ein ganz kleines Specherchen. Das tät die weh. Dat deed die verlangen wei. Du denkst an dem kleinen Specher mehr als über den ganzen Körper. So, der Vater hat ein kleines bisschen Hunjs Kake in der Küche. Nu wollen die Kinder dort nicht eten. Als dort nicht sehr klares Beispiel gegeben, wenn wir so eine Movies kicken, dann müssen wir abpassen, dass wir nicht den Sodton in unserem Haus bringen. Und dann sagen wir, das ist alles okay, wenn sie dort 20 Menschen in der Luft und den feinen Bieter verscheiten. Und da gibt auch sehr viele Games an den Computers. Wir haben mit unseren Kindern von klein an darüber gepredigt. Unsere Kinder haben auch so eine Games gespielt. Und dann wollen wir das nachher auch gehen. Wir sind nicht sehr froh darüber. Aber wir mussten unsere Kinder dort beibringen, dass das Sinn ist, so das dort zu tun. Da wäre auch sehr froh über uns, wenn wir das sagen würden.
Aber ich möchte Ihnen auch sagen, nicht wahr da auf der Puche, aber ich habe ihre Mal, als unsere Kinder klein da wären, wenn die dann von unseren Freunden nach Hause kamen, da hatte der Freund so eine Gamesje, wo sehr schlecht war. Und weißt du was, ich schneide mit der Schreier 2. Unsere Jungs werden sehr verbrückt eben. Dann sahen wir uns mit der auf Hand, dann dort wir die Sache mit unseren Kindern durchreden. Wie sehen die Kinder, wir können nicht dem Satan in uns Haus haben, mit sind das dort. Gott möchte, dass wir rein sind von Bern. Nu möchte ich aber noch einmal sagen, das meint gar nicht, dass wir perfekt sind, okay? Unsere Kinder sind auch nicht perfekt, auch nicht von dir nicht. Die tun Sachen, die mir nicht gefallen. Ich rede mit dir da Eva. Ich bete Gott für dich. Und auch wie selbst tun ich deine alle Sinne. Wie möchte dafür beten, dass Gott uns frei machen von der Sklaverei der Sünde. Solange es tun ich leben würde, wird der Satan immer an uns pullen. Wo immer wir ein bisschen schwach sind, dann kommt er an. Lot zu overs, kommt er nach an, wo wir ganz meid sind. Und dann kratzt er an uns. Der fängt an mit einer ganz kleinen Sache. Heute hat Tag an Tag kratzt er an uns. Weißt du, ich möchte ihm eine gute Idee geben. Wenn du und ich gestorben sind, wenn wir mit Jesus im Himmel sind, dann wird der Satan nicht mehr mit uns sein. Dann werden wir frei sein. Viele von unseren Freunden sind all dahin gegangen. Die sind im Himmel, die sind frei. Du hast nicht mehr diese furchtbare Last, wo der Satan an uns kommt und uns versucht, raufzubringen. Er versucht uns Sicherheit zu machen. Er versucht uns, dass wir nicht mehr selber an Gott bleiben. Ganz nah fängt er an. Er kommt in das Haus hinein, so aus einem Schub mit einer lebensharten Band. Aber weißt du was? Im Namen Jesu, hier wie am sagen, Satan, du hast verspielt. Geh hier fort von uns. Im Namen Jesu, Satan verlot uns. Wir sind Gott seine Kinder und wir deine Arme. Und wo immer wir gesündigt hast, dass du hast in dieser Gruppe von Sünd hast gebracht, wie würde sagen, Jesus, komm in uns Hort und vergib uns bei der Sünd, was wir getan haben. Jeder Tag, vielleicht 4 Mal, möchte du echt das sagen. Jesus, komm und vergib uns bei was wir getan haben. Und er wird das tun, wenn uns erst all für die Sünd gestorben. Wenn wir an ihm bleiben wollen, dann wird er uns auch in den Himmel bringen. Von der möchte ich die anspornen, wenn du eins, wo ihr sündigt hast, oder wenn du wasch war der Sünde, dass du einen Jesus hast, der mit dir ist und der wird dir helfen, ein heiliges Leben für ihn zu leben. Wenn immer du weißt, der Leitung im Himmel ist immer auf, du kannst immer mit unserem Gott reden. Und er wird dich horchen, er wird dich zuhorchen, er wird dich vergeben und er wird dich jedes Mal nie machen. Und dort wir können ihm nachfolgen. Hab einen guten Tag, meine Brüder und Schwestern, weil wir Jesus dienen mit dem, was er uns gegeben hat. Hab einen guten Tag mit Jesus.